Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter am Opel. Heute möchte ich mich der Fahrerseite widmen. Im letzten Video haben wir ja die Beifahrerseite abgeschlossen, also sowohl die Dichtung erneuert von den Ventildeckeln, den gesamten Ventildeckel getauscht. Man sieht das jetzt schön im Vergleich. Das sind die Alu-Ventildeckel. Wie gesagt, die sind normalerweise silbern. Ich habe die ja lackiert in einem ja schon sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegenden Video. Das sind die Plastikdeckel, die kommen raus. Und hier auf der Seite haben wir auch Zündkerzen gewechselt. Da war ja hinten bei dem letzten Zylinder auf der Bank, das ist dann der Zylinder 6, glaube ich, oder ist der Zylinder 3? Moment, hier haben wir eine schöne Grafik. Zylinder 5 ist das, laut Grafik da hinten. Der Zylinder 5, der hat mir so ein bisschen Probleme gemacht. Da ging die Kerze ganz schwer raus und wieder schwer rein. Ich hatte dann ja, wie gesagt, gemessen, dass die Höhen ungefähr gleich sind. Also ich hoffe, dass da drüben auf der Fahrerseite das nicht so eklig ist, weil da habe ich noch weniger Platz. Ihr seht das ja, da ist diese Stromleiste. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt. Die Stromleiste oder der Stecker, der geht wieder hier hin in diese Verblendung, die ich ja auch beim Zahnriemenwechsel weg hatte. Und dann geht das hier rüber. Also ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt sinnvoll abgesteckt bekomme. Ich habe jetzt nochmal einen Stecker gelöst. Hier vorne habe ich mir markiert. Der geht hier auf irgend so einen Sensor. Wahrscheinlich ist das der Nockenwellensensor, könnte ich mir vorstellen, weil hier oben sind ja die Nockenwellen. Wahrscheinlich ist das der Positionsgeber. Den habe ich jetzt mal ausgesteckt. Ansonsten versuche ich jetzt, das mit dieser Steckerleiste rauszubekommen. Ich habe schon geschaut, die hat ein bisschen Spiel. Ich werde die dann wahrscheinlich später einfach hier so ein bisschen hochbinden, damit ich Platz habe. Und ja, das, was ich jetzt zuerst mache, dafür geht es jetzt in den Zeitraffer, ist wieder alle Zündkabel ziehen. Dafür habe ich jetzt auch endlich verstanden, wofür dieses Ding hier ist. Das steckt ja hier so drauf. Und wenn ihr das runternehmt, dann dreht ihr das, sodass dieses Eckige hier unten ist. Und dann gibt es so eine Aussparung. Und dann könnt ihr das hier, mit zwei Händen geht es natürlich leichter, schiebt ihr das über eure Zündkerzenstecker, geht hier mit dem Finger rein und könnt den rausziehen. Also das ist schön gemacht. Dafür ist dieses Teil. Und das werde ich jetzt natürlich auf der anderen Seite auch nutzen. Hier bei dem einen habe ich das schon mal gemacht, provisorisch. Das funktioniert gut. Wie gesagt, ich packe euch jetzt in den Zeitraffer. Ich ziehe die Zündstecker und werde dann wahrscheinlich wieder Öl absaugen müssen, das freipusten. Wenn das freigepustet ist, dann lösen wir den Deckel und dann geht das alles so seine Wege. Hier lasse ich jetzt ein bisschen mehr Zeitraffer mitlaufen, weil die groben Schwierigkeiten kennt ihr ja schon. Ich hoffe nur, dass ich da irgendwie an diesem blöden Kabelkanal vorbeikomme, aber das seht ihr ja dann. So, insofern auf in den Zeitraffer. So, ihr habt ein bisschen Zeitraffer gesehen, also es war echt ein Kampf. Ich habe es jetzt, denke ich, so weit, dass die Schächte wieder einigermaßen sauber sind. Wahrscheinlich muss ich kurz bevor ich die Zündkerze dann tausche, nochmal freipusten. Vielleicht tausche ich auch jetzt die Zündkerzen zuerst. Mal gucken. Ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. So sehen jetzt die Schächte aus. Das ist jetzt noch deutlich besser, als es vorher war. Da ist natürlich immer noch ein ganz kleines bisschen Restöl drin, aber glaubt mir, das ist echt schwierig, das da rauszubekommen. Was ihr jetzt auch seht, ich habe hier doch diese Leiste abgemacht. Also ihr seht das Kabel nicht, aber zumindest die Leiste, weil die einfach so störrisch war und immer im Weg. Die liegt jetzt hier drüben. Ja, das sind zwei Teile. Das ist der untere Teil und die sind nur aufeinander geklipst.
lassen sich schwer lösen. Ich habe jetzt vorne angefangen, das auseinander zu klipsen. Und zwar hier am vorderen Teil habe ich erst die Ecke gelöst und dann diese beiden Ecken und dann konnte ich so nach oben wegziehen. Das ging dann ganz gut, aber wie gesagt super störrisch. Dann habe ich den gesamten Kabelstrang jetzt hier mal an die Leitung gebunden, damit der mir mal aus dem Weg ist, weil der die ganze Zeit immer hier drüber, das ist wie so an der Supermarktschlange, die Leute, die euch immer so auf die Pelle rücken, so ist das hier mit den Kabeln, kleben immer an einem dran, das macht mich wahnsinnig. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt weg. Da hinten die Zündkabel ist mir eins abgerissen, wobei ich sagen muss, was heißt abgerissen? Also das ist das Zündkabel bzw. der Zündstecker von Zylinder 2 und wie ihr seht, der ist hier einfach rausgerutscht. Also ich hatte das rausgezogen, da war es noch dran und als ich mich wieder zurückdrehe, sehe ich, dass die beiden gar nicht mehr verbunden sind. Also muss ich mir jetzt neue Zündkabel besorgen, einen neuen Satz und dann werde ich auf jeden Fall alle Zündkabel auf der Fahrerseite neu machen. Ich muss jetzt mal gucken, wo denn diese Zündbox sitzt. Also es geht wieder alles da hinten in dieses Dunkle und immer, wenn ich da hinten im Dunkel arbeiten muss mit meinem Rücken, ist das echt eine Qual. In meinem Reparaturbuch steht natürlich auch nicht drin, wo sich die Zündbox befindet und wie man die Zündkabel tauscht, nur wie man die Zündkabel prüft, dass man sie auf den Widerstandswert misst. Also dieses Wartungsbuch, was ich mir da geholt habe, also an vielen Teilen ist das wirklich völlig nutzlos. Naja, ich habe ja den guten Bekannten, der wird mir da bestimmt helfen können, der weiß, wo das sitzt. Ja, jetzt muss ich erstmal, wie gesagt, einen Satz Zündkabel noch bestellen. Und wahrscheinlich, wenn ich es dann tausche, werde ich wahrscheinlich auch die Zündkabel von der Beifahrerseite dann nochmal neu machen, weil wenn ich jetzt einen neuen Satz kaufe, dann hätte ich gesagt, mache ich beide Seiten neu. Ja, jetzt hätte ich gesagt, ihr kennt ja das Prozedere. Ich werde jetzt mal in Stillarbeit die Zündkerzen rausnehmen und die schon mal tauschen. Ich hoffe, da komme ich jetzt einigermaßen hin. Gerade da hinten bei Zylinder 6, das sieht mir wieder spannend aus hier wegen der Höhe. Muss ich mal gucken, aber ich denke, irgendwie werde ich es schon schaffen. Drückt mir die Daumen, dass da nicht wieder irgend so eine Zündkerze dabei ist, die so gar keine Lust hat. Also hoffentlich gehen die jetzt alle gut raus und ich kann die wieder gut reinsetzen und dann ist das Zündkerzenthema hoffentlich schon mal durch. Wie gesagt, damit beschäftige ich mich jetzt in Stillarbeit und dann schauen wir mal, werde ich euch berichten, wie es gelaufen ist. Ansonsten den Öleinfüllstutzen, den habe ich jetzt auch rausgebaut. Der ist ja nur gesteckt, der ist ja nicht mal geschraubt. Der hat hier zwar so ein Schraubloch, aber eine Schraube oder eine Verankerung habe ich jetzt bei mir nicht gesehen. Und ja, damit da jetzt kein Bremsenreiniger und so reinläuft, habe ich das eben mit einem Tuch zugemacht. Also es ist halt echt eine Schweinerei. Hier habe ich auch extra nochmal ein Tuch drüber gelegt, weil das halt durch das Reinigen, ich habe ja immer wieder Bremsenreiniger ein bisschen reingesprüht und dann rausgeblasen, weil ansonsten wüsste ich nicht, wie ich das da sinnvoll rauskriege. Selbst mit dem Staubsauger, sind ja so viele kleine unterschiedliche Erhöhungen in dem Zündkerzenschacht. Das kriegt man nicht sauber rausgesaugt, deswegen habe ich mich da aufs Rauspusten beschränkt. Ja, wie gesagt, ich kümmere mich jetzt mal um die Zündkerzen und dann geht es für euch gleich weiter und ich berichte, wie es gelaufen ist. So, jetzt habe ich doch noch ein bisschen Zeitrafferaufnahmen reingemacht vom Zündkerzentausch. Hat jetzt hier gut funktioniert auf der Seite, also auf der Fahrerseite, auf der Bank 1, weil hier ist, glaube ich, Zylinder 1 auch, also 1, 2, 3, nee, muss dann so rum sein. 1, 2, 3, 4, 5, ja genau, okay, dann ist hier Bank 1, 1, 2, 3, 4, da hinten ist nämlich 5 und da hinten ist 6. Ja, also auf der zweiten Bank, da gingen die Zündkerzen alle gut raus, allerdings war die in der Mitte, also die Zündkerze von Zylinder 4,
die war sehr locker, ne? Aber das hatten wir hier drüben auch. Also ja, keine Ahnung, jetzt habe ich wieder alle mit 25 Newtonmeter und hier musste ich jetzt auch nicht messen, weil die sich alle gut angefühlt haben. Das passt. Ich habe auch mit dem Endoskop, ihr habt das wahrscheinlich auf dem Zeitraffer gesehen, einmal in jeden Zylinder reingeguckt. Das habe ich jetzt auf der Bank 1 nicht gemacht, aber ja, ich habe es halt einfach damals nicht auf dem Schirm gehabt vor ein paar Tagen, dass ich ja Endoskop habe. Jetzt habe ich da mal reingeguckt. Zylinderlaufbahn sieht aus wie neu, ja. Also konnte ich nichts erkennen auf dem Zylinder. War jetzt auch ganz normaler Verschleiß, also sah für mich wirklich top aus. Und dadurch, dass jetzt die Zündkerzen erneuert sind, werde ich jetzt den Deckel abnehmen und eben die Fläche wieder reinigen. Das kennt ihr ja schon, das mache ich jetzt aber. Ja, ich lasse ein bisschen Zeitraffer mitlaufen, mal gucken, wie viel ich dann im Video einspiele. Also wie gesagt, Deckel runter, Flächen reinigen, neuen Deckel rauf, wieder festschrauben. Und dann habe ich mich informiert, gerade mit dem Kollegen gesprochen, der sich so gut auskennt. Ja, es muss noch mehr zerlegt werden, weil an die Zündkabel kommt man nur ran, wenn man den Windlauf abbaut. Das ist das Teil hier vorne. Und um den Windlauf abzubauen, müssen die Scheibenwischer natürlich weg. Da werde ich Riesenspaß haben, das kenne ich schon mit diesen Abziehern. Das ist immer die Mega-Hölle, vor allem für mich, weil ich jetzt wieder so nach vorne gebeugter arbeiten muss mit meinem Rücken. Plus, als wäre das nicht genug, ist hier diese Leiste. Und wenn es original ist, meinte er, kann man die zwar wegmachen und wieder ranmachen, aber ich bin mir halt unsicher, ob es original ist. Und hier drunter sind solche Verriegelungspunkte. Ich hoffe, man kann das sehen. Jetzt an der Stelle, Überraschung, ist schon gar nicht mehr festgemacht. Normalerweise ist es verschraubt. Hier drüben sieht man das an einer Stelle, wenn ich es hochgehoben bekomme. Da. Ne, die sind eigentlich so verschraubt. Das heißt, wenn die Scheibenwischer dann jetzt weg sind, dann muss ich die Schrauben darunter lösen und dann kann man den Windlauf abbauen. Und da müsste dann irgendwo das Zündmodul sitzen. Ich habe jetzt also einen Satz neuer Zündkabel bestellt und auch noch ein neues Zündmodul. Weil wenn ich jetzt schon diesen ganzen Aufwand treibe, das funktioniert zwar noch, aber ich tausche das jetzt, kaufe auch beides von Bosch, dass das hoffentlich hält. Dann lege ich mir die Zündbox noch zur Seite, dann habe ich einen Ersatz. Aber wenn ich jetzt den Aufwand mache, will ich eben, dass ich dann auch die Zündbox gleich tausche. Das sehen wir dann beim anderen Video. Jetzt, wie gesagt, mache ich erstmal hier den Ventildeckel und die Dichtung fertig. Dafür geht es im Zeitraffer weiter. So, jetzt habt ihr nochmal Zeitrafferaufnahmen gesehen.
Der zweite Ventildeckel und die Dichtung ist jetzt auch getauscht. Also wir sind jetzt mit dem, was ich eigentlich machen wollte, Zündkerzen, Ventildeckeldichtung und Ventildeckel, wären wir jetzt durch. Ich könnte jetzt alles zusammenbauen, wenn da nicht die Geschichte mit dem Zündkabel gewesen wäre. Ja, wie gesagt, ist alles bestellt. Der Sache widmen wir uns dann im nächsten Video. Ja, ist es jetzt, wie gesagt, Zündkerzen mit 25 Newtonmeter, Ventildeckel, Schrauben mit 8 Newtonmeter. Ihr habt gesehen, bin wieder von innen nach außen gegangen. Für mich ist es bei so einem länglichen Bauteil irgendwie logischer, das so rum zu machen. Ich werde jetzt in Stillarbeit den Kabelkanal mal wieder so provisorisch zusammenbauen. Dann werde ich ein bisschen Papier in die Schächte von den Zündkerzen machen, damit mir da nichts reinfällt. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis die Teile da sind und muss das Zeug da oben zerlegen. Und da könnte ich mir vorstellen, so wie das da aussieht, bröselt wieder einiges runter. Bedeutet, wie gesagt, ich verschließe die Schächte, mache den Kabelkanal schon mal wieder soweit fertig und verlege das so, wie das soll. Und dann hoffe ich, dass ich da hinten gut hinkomme, wenn im nächsten Video wir die Scheibenwischer und den Windlauf abnehmen und dass auch mit dem Zündmodul dann alles passt und ja, dass ich dann hoffentlich auch wieder alle Stecker finde, weil mittlerweile sind es, gut, es sind jetzt vielleicht so 10 Stück, aber es ist trotzdem plus die Schläuche, ne? Da liegen ja dann schon auch immer ein paar Wochen für mich dazwischen. Ja, das bleibt spannend. Ansonsten zeige ich euch jetzt mal noch, was ich an Silikon alles rausgeholt habe. Also das ist jetzt die Gesamtmenge an Silikon, die da noch übrig war. Wie gesagt, ich habe jetzt keine neue Silikon-Schmatze aufgetragen. Also ich habe es nicht zusätzlich mit Silikon abgedichtet, sondern einfach nur mit den Originaldichtungen. Und ich finde auch, wie gesagt, das sieht jetzt optisch erstmal sehr gut aus. Da ist noch ordentlich Futter. Deswegen, das muss man halt einfach regelmäßig machen, hatte ich ja beim letzten Video ja auch erwähnt. Ansonsten habt ihr gesehen, ich habe die Nocken noch ein bisschen mit frischem Öl eingerieben, weil ich halt beim Saubermachen mit dem Lappen natürlich schon auch an die ein oder andere Nocke gekommen bin. Ist wahrscheinlich wieder totaler Overkill, sowas zu machen, aber ich dachte, komm, ich habe ja frisches Öl da, dann mache ich da nochmal ein bisschen Öl drauf. Ansonsten habt ihr auch gesehen, ich habe es erst mit einer Spritze probiert, aber alle Spritzen, die ich habe, ich könnte die ganzen Mist schon wieder wegschmeißen. Die hier verklemmt sich immer, da kann man weder ordentlich raus noch rein. Und bei der war es ja auch so, ich habe gedrückt, es kam nichts und dann auf einmal alles rausgeflutscht. Also ja, gutes Werkzeug oder gutes Material ist einfach schwer zu finden. Ich habe es auch probiert, die Dichtringe in den Spritzen ein bisschen mit Öl. 1-2 Mal gleitet es gut und dann verhakt der Scheiß wieder. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo ein paar ordentliche Spritzen finde, aber so macht das keinen Spaß, wenn das Werkzeug so streikt. Ja, insofern, jetzt wisst ihr, wie ihr an die Zündkerzen kommt, wie ihr an die Ventildecke kommt. Ihr habt auch gesehen, es kann kritisch sein mit den Zündkabeln. Ein Bekannter von mir, der sich da so gut auskennt, meinte auch, ja, da sollte man eigentlich, weil die aus, was hat er gesagt, Keramik, das sind Keramikzündkabel, das heißt, die sind also ein bisschen fragil. Wenn die alt werden, ist da die Gefahr hoch, dass die innen drin brechen. Er meinte auch, selbst wenn es jetzt nicht so wie bei mir rausrutscht, kann es trotzdem sein, dass irgendwo gebrochen ist. Das heißt, er empfiehlt eigentlich, wenn man sich die Arbeit macht, weil an die Zündkabel kommt man ja auch nur gut ran, wenn die Ansaugbrücke unten ist. Deswegen empfiehlt er, wenn man sich die Arbeit macht, die Zündkabel immer zu tauschen. Ich habe dann eben noch gefragt, wie es mit den Zündmodulen ist. Da meinte er, ja, die fallen auch manchmal aus und deswegen werde ich jetzt eben Zündmodul und Kabel in einem tauschen, auch wenn es bei mir noch funktioniert. Aber wäre ja super ärgerlich, wenn ich jetzt nur die Zündkabel tausche und dann, ihr wisst ja, wie es ist, Teufel ist ein Eichhörnchen, man baut alles zusammen und dann gibt doch die Zündbox ihren Geist auf. Insofern, wie gesagt, ich mache noch ein bisschen Stillarbeit und dann geht es im nächsten Video mit dem Windlauf weiter und der Zündkabel und der Zündbox-Erneuerung. Ich hoffe, dass mir dann nichts mehr weiteres kaputt geht oder auffällt und dass wir dann nach dem nächsten Video uns daran machen können, alles wieder zusammenzubauen und drückt mir die Daumen, dass er dann auch läuft und anspringt und ich nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wünsche euch wie immer einen wunderschönen Sonntag und schaltet gerne auch beim nächsten Video wieder mit ein. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.